Entlastung dringend. Die aktuelle Inflation trifft vor allen Dingen uns hart. Von dem Azubi-Gehalt konnte man schon vorher kaum in Hamburg wohnen. Aktuell wird das zunehmend unmöglich. Der Lohnkurs kommt von den Rekordgewinnen, die wir erwirtschaftet haben. Aber es hat uns jetzt auch unsere verdiente Gehaltserhöhung zu geben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Live-Schaltung der Sendung Neues Leben. Wie der Titel es schon hergibt, werden wir heute über die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie reden. Dafür haben wir natürlich auch Gäste eingeladen. Zunächst möchte ich aber noch mal daran erinnern, dass sehr viele Beschäftigte seit September auf den Straßen sind, vor ihren Betrieben sind, streiken für mehr Geld, für bessere Arbeitsbedingungen. Und dafür haben wir heute auch noch Gäste, die mehr darüber berichten werden, denen wir Fragen stellen können. Und die möchte ich heute begrüßen. Und an erster Stelle kommt Carina Geiger. Carina ist stellvertretende Betriebsvorsitzende der WMF, Vertrauensfrau und Delegierte bei der IG Metall in Göppingen-Geislingen. Dann hallo Carina erstmal. Hallo, aber nur Karin ohne A, bitte. Karin, Entschuldigung, tut mir leid, das ist die Kein Thema. Aufregung. Hallo, guten Abend. Genau. Dann Mirkan Dorn. Mirkan ist im Ortsjugendausschuss der IG Metall in Frankfurt und Jugend- und Auszubildendenvertreter in seinem Betrieb. Hallo Mirkan. Hallo Özgün. Genau, wir haben jetzt die Situation bzw. den letzten Stand der Tarifverhandlungen aus der letzten Verhandlungsrunde, das war Ende Oktober. Da ist quasi das Angebot der Arbeitgeber 3.000 € Inflationsausgleichsprämie und in Anführungszeichen in Aussicht gestellt, dass es sich um eine Lohnerhöhung handeln könnte. Zunächst möchte ich zu den Forderungen kommen. Was sind denn die Forderungen, die die Gewerkschaft den Arbeitgebern stellt? Karin vielleicht erstmal? Ich sage mal, bei dieser Tarifrunde sind eigentlich die Forderungen relativ einfach und klar. 8% mehr Entgelt mit der Laufzeit für 12 Monate. Nicht mehr, nicht weniger. Mhm. Mhm. Also in der Genau. Vergangenheit war es ja manchmal so, dass man noch irgendwelche andere Komponenten gefordert hat. Es war mal eine Tarifrunde, wo man auch mehr freie Zeit und so weiter gefordert hat. Aber dieses Mal geht es schlicht und einfach ums Geld. Mhm. Und warum 8%? Vielleicht für die ganzen Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich das nicht ausrechnen können oder Fragen dazu haben. Ja gut, also zu dem Zeitpunkt, irgendwann im Sommer, wo die Forderung aufgestellt wurde von der IG Metall, war zu dem Zeitpunkt ja die Inflationsrate schon ziemlich hoch. Also die ist ja mittlerweile auch durch die Decke gegangen. Und ich sage mal, wenn zum jetzigen Zeitpunkt eine Forderung aufgestellt werden würde, müsste schon allein die Forderung zweistellig sein. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war das auch eben der Inflationssteigerung und den ganzen Preisen, die überall an jeder Stelle explodieren, sage ich mal, noch angemessen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Genau. Zu den Forderungen. Wie stehen denn die Beschäftigten zu diesen Forderungen? Vielleicht diesmal erstmal Mirkan. Was hast du so mitbekommen? Also bei uns ist die Diskussion ganz klar auch, dass die 8% in der aktuellen Situation, also wir haben jetzt eine Inflation von 10%, dass die 8% Forderung sehr niedrig ist, auch wenn sie zum damaligen Zeitpunkt über der Inflationsrate lag. Viele Beschäftigte wünschen sich mehr, wünschen sich einen Inflationsausgleich, den es ja mit dieser Forderung nicht geben wird. Aber gleichzeitig ist auch, würde ich sagen, eine Motivation da,
sich für die Forderung einzusetzen und auf die Straße für diese Forderungen zu gehen. Und genau, und das sehen wir auch an der Beteiligung an den Warnstreiks. Mhm. Wie ist denn so die Wahrnehmung an Beteiligung? Ich habe jetzt irgendwas mit knapp 600.000 Beschäftigte, die in den letzten Wochen jetzt auf den Straßen waren, gelesen. Kommt das hin? Heute gab es ja jetzt auch nochmal im Norden Streiks, der IG Metall. Also bei uns, also wenn ich aus der Perspektive von Frankfurt sprechen kann, dann können wir sagen, dass die Beteiligung an den Warnstreiks deutlich besser verläuft als erwartet und dass genau, dass das deutlich besser läuft als erwartet und dass die Beschäftigten motiviert sind und dass die ersten Warnstreikrunden schon ein deutliches Signal in Richtung des Arbeitgeberverbandes sind. Mhm. Genau, es wurde ja viermal verhandelt und jetzt kommen wir bald in die nächste Runde. Aber wie war so die Stimmung unter den ArbeiterInnen während dieser Verhandlungsphase? Es war ja jetzt bis jetzt nichts Konkretes oder entsprechend der Forderungen. Karin, vielleicht? Ja gut, ich sag mal, die Ungeduld wächst bei den Beschäftigten, allein schon deswegen, weil ja in den ersten 3, sage ich mal, Verhandlungsrunden 0 Angebot von den Arbeitgebern kam. Wir waren zum Beispiel am 12. am 12. Oktober mit Bussen zur zweiten Verhandlungsrunde in Kornwestheim und da war eine super Beteiligung und wo wir dann zurückgefahren sind, hat es im Bus schon geheißen, also die Verhandlung ist schon wieder abgebrochen, weil es kein Angebot gab von den Arbeitgebern. Das hat sich ja dann fortgesetzt bei der nächsten Verhandlung und die Leute werden zunehmend ungeduldig, sage ich mal, weil die wollen was hören und die wollen etwas, ja, wo greifbar ist, wo man dann drüber überhaupt verhandeln kann. Ja. Mirkan, willst du vielleicht was ergänzen und auch so generell vielleicht die Situation der jungen ArbeiterInnen und Azubis? Genau, also die Inflation, wir sind ja von der Inflation noch mal viel, viel härter betroffen. Also besonders als junge Beschäftigte, als Auszubildende trifft uns die Inflation noch mal sehr viel härter. Also wir haben gerade im Bereichen wie Lebensmittel oder Energie, wenn man das sich alleine anguckt, haben wir Teuerungsraten von 20-25% und bei einem Gehalt, was gerade so bei 1.000 Euro liegt im ersten Lehrjahr, das reicht dann nicht mehr aus, weil das, was vorher schon nicht für ein selbstständiges, für ein selbstbestimmtes Leben ausgereicht hat, reicht jetzt erst sicher nicht. Und deswegen ist auch die Wut unter den jungen Beschäftigten, unter den Auszubildenden umso größer, wenn sie hören, dass die Unternehmensseite, dass der Arbeitgeberverband hier nichts zu bieten hat. Und dadurch ist auch die Kampfbereitschaft umso größer für höhere Ausbildungsvergütung und für höhere Löhne. Ja. Ich hatte ja auch eben gerade angedeutet, morgen ist quasi die letzte Chance, da nochmal quasi Druck zu machen bei den Arbeitgebern und die IG Metall setzt da quasi ja, eine Deadline für morgen. Wie seht ihr die Situation? Wird sich da im Hinblick auf die Forderungen was ändern? Werden da bessere Schritte eingeleitet oder gibt es bereits irgendwelche ja, Gespräche, die ihr mitbekommen habt? Wäre vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen. Wer soll antworten? Karin, du kannst gerne anfangen. Ja, also ich sage mal Gespräche, ich bin weder in einer Hintergrundkommission noch in der großen Tarifkommission. Man kriegt es halt so am Rande ein bisschen mit, sage ich mal. Gespräche, natürlich, ich sage mal, die IG Metall ist natürlich gesprächsbereit, aber halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und wie du schon gesagt hast, also morgen
ist wirklich Tag der Wahrheit, sage ich mal. Entweder hopp oder top. Wenn morgen nichts kommt, wo greifbar oder spruchreif gemacht werden kann, dann ist nächste Woche bei uns auf jeden Fall Urabstimmung. Genau. Wiedken? Genau. Ich glaube, es ist nochmal wichtig zu betrachten, also besonders in Baden-Württemberg, also die ganze Organisation schaut gerade auf den Bezirk Baden-Württemberg, weil man erwartet, dass in Baden-Württemberg der Pilotabschluss abgeschlossen wird und damit also ein Tarifabschluss, der dann auf das ganze Bundesgebiet nach und nach ausgeweitet wird. Und was wir ganz klar sehen müssen, ist, dass die IG Metall schon angekündigt hat, dass zwischen der IG Metall Baden-Württemberg und zwischen Südwestmetall Verhandlungen und Gespräche stattfinden und dass auch wenn die Forderungen auf beiden Seiten noch sehr weit entfernt sind, man grundsätzlich jetzt eine Einigung haben möchte. Und aus diesem Hintergrund kann man jetzt darüber spekulieren, ob es diese Woche zu einem Tarifabschluss kommt oder nicht, ob es zu einem Kompromiss kommt oder nicht. Oder wie Karin gesagt hat, ob es jetzt wirklich darum geht, in den Urabstimmungen zu machen und 24-Stunden-Warnstreiks parallel laufen zu lassen und damit auch wirklich die Gewerkschaften, also man muss sich das mal anschauen, die letzte tabellenwirksame Lohnerhöhung hatte die IG Metall 2018 erkämpft. Die Struktur, die Gewerkschaftsstruktur, das gewerkschaftliche Leben wieder aufleben zu lassen und und halt wirklich zu streiken. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, dass es verschiedene Erklärungen gibt, auch schon vor dieser Tarifrunde, zusammen zum Beispiel mit dem Bund der deutschen Industrie. Und zwar da heißt es unter dem Titel Die Industrie in Deutschland fit für morgen machen, stellt sich die IG Metall zusammen mit dem Bund der deutschen Industrie hin und fordert von der Politik konkrete Maßnahmen, den Standort Deutschland zu sichern, die Profite der Elektro- und Metallindustrie zu sichern. Und das steht natürlich in einem ganz klaren Widerspruch zueinander. Auf der einen Seite die Profite absichern zu wollen der deutschen Industrie und auf der anderen Seite die Interessen der knapp 4 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie zu vertreten. Und diesen Widerspruch müssen wir innerhalb unserer Organisation deutlich machen und müssen dafür kämpfen, dass konsequent die Interessen der Beschäftigten hier im Vordergrund stehen. Denn es ist natürlich auch so, wer Profite sichern möchte, der setzt an den Löhnen an und der ist dann auch zu größeren Kompromissen bereit, zu denen aber die Beschäftigten und insbesondere die jungen Beschäftigten nicht bereit sind einzugehen. Genau, super. Genau. Der Titel unserer Sendung stellt ja auch die Frage Kompromiss oder Streik. Du hast das zwar oder ihr habt das zwar schon beantwortet, aber nochmal vertieft. Wie wird es denn von nun an weitergehen, wenn da eben die Verhandlungen dann doch scheitern und kein Kompromiss erlangt wird? Karin? Ja gut, ich sag mal, das rein Formelle ist ja dann, dass als erstes die Verhandlungen als gescheitert erklärt werden und dann praktisch der Vorstand der IG Metall zur Urabstimmung aufruft. Das ist ja rein der formelle Akt, sage ich mal, aber also bei uns zumindest die Kolleginnen und Kollegen, die würden den Weg auch mitgehen und ich bin sicher, dass bei uns auf jeden Fall die 75% Zustimmung zu einem Streik erreicht werden würden. Weil ich sage mal, diese Tarifrunde hat eine ganz andere Qualität noch wie in der Vergangenheit. Da war es zwar, wenn man eine Lohnforderung gestellt hat, war das nice to have, also schön, wenn mal ein bisschen mehr dazukommt zum Entgelt. Aber dieses Mal ist es ja wirklich so, man braucht es, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Also zum Beispiel bei uns gibt es eine Firma, das ist eine Tochterfirma von der WMF,
die produzieren auch professionelle Kaffeemaschinen, aber sind eben nur durch einen Haustarifvertrag, sage ich mal, was heißt gesichert? Nee, also die sind eben nicht tarifgebunden, sagen wir so. Und die verdienen wesentlich weniger wie die Tarifkolleginnen und Kollegen. Und da gibt es alleinerziehende Mütter und die können allein mit dem Verdienst gar nicht über die Runden kommen. Die brauchen noch einen zweiten Job, um überhaupt überleben zu können, sage ich mal. Und da ist eben das dann nicht nur noch ein Goodie, wenn es eine Lohnerhöhung gibt, sondern ein notwendiges, also ein Muss einfach. Mirkan hat ja schon die Lage der Azubis, der jungen ArbeiterInnen auch nochmal geschildert, aber vielleicht willst du nochmal was ergänzen. Also da würde ich nochmal ganz konkret bei Karin nochmal einhaken. Ich bin jetzt im 3. Lehrjahr und wir haben keinen Kollegen in der Ausbildung, wo man nicht hört, ja, ich mache noch diesen Job nebenbei und ich gehe noch hier jobben, weil man nicht mehr über die Runden kommt. Also die Leute denken konkret darüber nach, wie sie ihre Anfahrt zur Arbeit finanzieren können, weil eben Spritpreise, Energiepreise etc. für Azubis nicht mehr finanzierbar sind und das wirklich an die Grundlage der Existenz geht. Dahingehend müssen wir halt sagen, die Inflation trifft die Beschäftigten besonders hart, aber besonders hart trifft es halt auch nochmal diejenigen, die sowieso schon vorher wenig in der Tasche hatten. Wie Karin auch gesagt hat, Leute in den unteren Entgeltgruppen, Azubis, junge Beschäftigte, die brauchen jetzt dringend echte Entlastung und zwar wirkliche Entlastung. Und da muss auch klar sein, eigentlich in der gesamten Tarifrunde, wir lassen uns nicht mit Einmalzahlungen abspeisen, weil das, was der Arbeitgeber jetzt vorgelegt hat, 30 Monate mit diesen 3.000 Euro, das sind dann 100 Euro pro Monat und in 30 Monaten verhandeln wir dann wieder über die Gehälter und Auszubildendenvergütungen aus dem Jahre 2018. Und damit haben wir nichts dazu gewonnen. Das heißt, es muss jetzt klar sein, wir brauchen Prozente und zwar wirklich Prozente. Ansonsten sieht es für junge Beschäftigte, für die Azubis wirklich düster aus mit dieser Ausbildungsvergütung. Zusammengefasst, so wie ich das jetzt von euch so ein bisschen rausgehört habe, ist das Durchhaltevermögen der Beschäftigten, die gerade streiken, auf jeden Fall sehr stark, so dass falls da kein Kompromiss erlangt wird bzw. eingegangen wird, dass weiter gestreikt wird und man da auch zielstrebig dran bleibt, weil so wie ihr beide das geschildert habt, sind die Beschäftigten, die darunter leiden, unter der Inflation, vor allem junge Menschen, die unter dieser Inflation leiden, in allen Bereichen ihres Lebens. Und dafür müssen sie natürlich auch kämpfen, um ihre Rechte zu erlangen. Das ist klar. Gibt es noch Ergänzungen von eurer Seite aus? Mirkan? Ich würde noch eine kleine Ergänzung machen, nämlich darüber, was eigentlich die ganzen Entlastungspakete bedeuten in dieser Tarifrunde. Weil damit wird ja, wir müssen darauf achten, dass die IG Metall, dass wir als IG Metall in diese Tarifrunde sind und gesagt haben, okay, diese Tarifrunde, die wird die Inflation nicht ausgleichen. Es braucht politische Maßnahmen, um jetzt die Beschäftigten wirklich zu entlasten. Und jetzt sagt man auch, okay, die Regierung hat bestimmte Entlastungspakete auf den Weg gebracht, aber wir müssen auch ganz klar sehen, dass diese Entlastungspakete nicht ausreichen, auch wenn da jetzt noch eine Lohnsteigerung hinzukommt. Das heißt, wir brauchen jetzt ganz klare politische Forderungen von der IG Metall aus, um die Beschäftigten, um alle Beschäftigten zu entlasten. Eine Chance dahingehend, eine Bewegung zu starten und die Menschen auf die Straße zu bringen, war der 22.10., wo einige Gewerkschaften aufgerufen haben und ihre politischen Forderungen, man mag die Forderungen beurteilen, wie man möchte, aber es waren Menschen auf der Straße, die für Entlastung gekämpft haben. Da hat sich die IG Metall bundesweit rausgehalten, dass
hier müssen wir auch ganz deutlich schauen, wie schaffen wir es, jetzt unsere politischen Forderungen neben der Tarifrunde zu platzieren, aber auch natürlich die Tarifrunde mit diesen Bewegungen zu stärken und unsere Forderungen nach vorne zu bringen. Genau. Dankeschön, Mitkan. Karin, vielleicht noch? Hast du noch was zu ergänzen? Ja, also Mirkan hat eigentlich alles gesagt, vollkommen richtig. Also das muss parallel laufen. Zum einen natürlich die Entlastungen, die seitens der Regierung kommen, aber die das eben nicht total abfangen können, logisch. Und auf der anderen Seite die Erhöhung der Löhne, was gar nicht anders geht, als dass da was wirklich Spürbares auch nach oben geht. Von daher, das muss ein Zusammenspiel sein, weil anders, ja, wie gesagt, also ich sage mal, der private Konsum ist ja so ziemlich eingebrochen. Wir haben ja zum Beispiel, oder die WMF verkauft ja auch Konsumgüter, sage ich mal, Haushaltswaren und so, und das liegt fast am Boden da, der Umsatz. Also da, klar, wer kauft sich jetzt noch einen neuen Topf oder ein neues Besteckset, wenn man nicht mal weiß, wie man die Wohnung heizen soll über einen Monat oder das Auto volltanken soll. Von daher, wenn da nichts kommt im Geldbeutel, dann kann man den privaten Konsum sowieso dann abschreiben, und dann ist es ja eine Kettenreaktion. Dann stirbt der Einzelhandel und so weiter und so fort. Also das ist, ja. Ja, und es betrifft immer wieder die Beschäftigten. Ja. Genau, ja. Es war ein sehr gutes Schlusswort eigentlich auch von Mirkan. Es ist wichtig, dass wir nicht auf kurzfristige Lösungen Acht geben, sondern für langfristige Lösungen kämpfen. Und die Entlastungspakete sind dementsprechend keine Hilfe. Eine Einmalzahlung ist keine Hilfe, weil Mirkan hat das auch rechnerisch nochmal dargelegt. Das sind nur 100 € im Monat, und das wird nicht dazu führen, dass ein Arbeiter, eine Arbeiterin da über die Runden kommt. Und so wie es aussieht, werden wir uns jetzt gespannt auf Donnerstag richten und schauen, was jetzt passiert, wie es weitergeht. Mein Appell an alle ist, die streikenden Beschäftigten zu unterstützen, eure Solidarität zu zeigen und immer wieder für eure Rechte einzuholen und für sie zu kämpfen. Das ist ganz wichtig, für bessere Arbeitsbedingungen, für Lohnerhöhung, immer auf die Straßen zu gehen, gewerkschaftlich aktiv zu sein. Das ist das, was dann eben eine langfristige Lösung ausmachen wird. Genau, an dieser Stelle möchte ich mich bei unseren Gästen bedanken, an alle Zuschauerinnen und Zuschauer bedanken. Diese Sendung Neues Leben wird weitergehen. In 2 Wochen sehen wir uns mit einem anderen Thema wieder. Schönen Abend dann noch. Danke, tschüss. Dankeschön, tschüss.